Auf dem höchsten Punkt des Altenbergs liegen die Ruinen der gleichnamigen, lange vergessenen Burg. Wie sie ursprünglich hieß, ist bis heute unbekannt. Wiederentdeckt wurde die Anlage bei Füllinsdorf im Kanton Basel-Land erst Anfang der 1980er Jahre. Damals konnte zwar noch das Wallgrabensystem, welches die Burg einst schützte, deutlich erkannt werden, doch von der Anlage selbst waren auf dem damals stark bewaldeten, langgezogenen Plateau nur noch geringste Mauerreste zu sehen. Zu jenem Zeitpunkt ahnte man noch nicht, welchen Stellenwert sie als Fundstelle für die Mittelalterarchäologie in der Schweiz erlangen würde. Der Archäologe Reto Marti hat das Fundmaterial der Burg mit ausgewertet und über sie publiziert. Gemeinsam mit ihm gehen wir den Geheimnissen des Ortes auf den Grund. Der Altenberg ist eine der ältesten archäologisch nachgewiesenen Burganlagen in der Schweiz und in der Region. Das Besondere an der Anlage ist, dass sie archäologisch sehr gut erforscht ist und dass wir genau wissen, dass sie um 1000 herum gegründet wurde und relativ bald danach, um 1080, im späten 11. Jahrhundert, bereits wieder aufgegeben wurde. Warum wurde der Ort bereits so früh wieder verlassen? Eine einfache, aber wichtige Frage. Ließ sich bei den Ausgrabungen eine Antwort darauf finden? Jakob Obrecht war damals Teil des Teams, welches die Ruinen der Burg freilegte. Für uns taucht er nochmals in die Vergangenheit ein. Die Ruine Altenberg wurde 1986/87 unter der Leitung von Werner Meyer von Studentinnen der Universität Basel als Lehrgrabung ausgegraben. Die Befunde waren eigentlich einmalig, mindestens im Hauptturm. Der Innenhof war fundleer, weil die ganze Hügel mehr oder weniger erodiert war, mit wenigen Ausnahmen. Aber im Innern des Turms fanden wir wirklich das ganze Material, das sich dort über die Laufe der Zeit abgelagert hatte und darüber eine dicke Brandschicht, die entstanden war, als der Turm ausgebrannt war. Wurde die Burg etwa gewaltsam zerstört? Oder war der Brand ein Unfall? Mit Sicherheit lässt sich dies nicht sagen. Doch da bei den Arbeiten keine konkreten Hinweise auf eine kriegerische Auseinandersetzung gefunden wurden, zum Beispiel eine größere Anzahl Pfeilspitzen, tendieren die Archäologen zur zweiten Möglichkeit. Der Brand markierte auch nicht das Ende der Burg. Diese wurde nach dem Feuer wieder instand gestellt und noch über längere Zeit bewohnt. Während der umfangreichen Ausgrabungen, die in mehreren Etappen von 1982 bis 1986 stattfanden, musste man mit diversen Schwierigkeiten kämpfen. Das schlechte Wetter während aller Grabungskampagnen war eine davon. Doch auch personelle Engpässe waren eine Herausforderung. Alle 14 Tage wechselten die Leute, das war etwas anspruchsvoll. Da keine so Stammmannschaft von 4, 5 Mitarbeitern ließ sich das dann doch gut erledigen. Das Team trotzte allen Widrigkeiten. Nach und nach kamen die Strukturen der verschiedenen Gebäude
einer frühen hochmittelalterlichen Burg, ans Tageslicht. Wir befinden uns hier im Wohnturm der Burganlage. Die Mauern haben eine Mächtigkeit von knapp 2 Metern. Wir wissen, dass er ursprünglich einen Hocheingang hatte. Wir haben ein Treppenfundament, das zu diesem Hocheingang hochführte. Insgesamt können wir davon ausgehen, dass er wie die klassischen Wohntürme des Mittelalters 2 bis 3 Obergeschosse besaß. Der Grundriss des Turms misst 9 mal 15 Meter. Vermutlich besaß er ein Schindeldach. Den Dachziegel wurden bei den Grabungen keine entdeckt. Zudem war das kellerartige Geschoss durch eine hölzerne Trennwand unterteilt. Dies beweisen archäologische Befunde. In den Fundschichten des Turms befanden sich auch mehrere architektonische Elemente, darunter Fragmente von Säulen und Stücke von Türgewänden. Bei einigen dieser Funde drängt sich die Frage auf, ob sie aus der damals noch als Ruinenfeld gut sichtbaren Römerstadt Augusta Raurica stammen und hier an der Burg erneut verbaut wurden. Entdeckte Glasfragmente deuten auf Glasfenster hin, was damals an solchen Burgen keinesfalls Standard war. Vor dem großen Brand beheizte man zumindest Teile des Turms wohl durch einen Kachelofen, wie gefundene Becherkacheln nahelegen. Möglicherweise wurde dies nach dem Wiederaufbau durch einen Kamin mit offenem Feuer bewerkstelligt. Es kamen bei den Untersuchungen im Turm entsprechende Architekturstücke zum Vorschein. Außerdem gibt es mehrere Hinweise auf eine Herdstelle. Insgesamt verfügten die Bewohner der Burg auf dem Altenberg über einen erstaunlich hohen Wohnkomfort zu der damaligen Zeit. Mehrere der Burggebäude waren damals noch aus Holz gebaut und sind heute für den Besucher vor Ort unsichtbar. Doch bei den Ausgrabungen wurden von diesen viele Spuren entdeckt. Eine der wenigen eingetieften baulichen Strukturen, die wir hier gefunden haben, war ein Erdkeller. Er befand sich ungefähr hier, also mitten im Innenhof der Burganlage. Wir wissen nicht genau, für was es genutzt wurde. Es gibt aber in dieser Zeit Webkeller, die ähnlich tief eingegraben waren im Boden, in denen man Textilien verarbeitet hat, die hohe Luftfeuchtigkeit brauchten, also pflanzliche Fasern wie Lein und Flachs. Und wir gehen davon aus, dass er angebaut war an ein größeres ebenerdiges Wohngebäude. In unmittelbarer Nähe zum Erdkeller machte das Grabungsteam eine weitere spannende Entdeckung. Eine vollständig erhaltene Handmühle, die in der Pflästerung des Burghofes integriert war, kam zum Vorschein. Eine eigene Getreidemühle im Burghof, das kommt nicht oft vor. Doch zurück zum ominösen größeren Gebäude. Um was könnte es sich dabei gehandelt haben? Die Ausgräber stießen auf konkrete Hinweise. Das Charakteristische am frühen Adelsburgen ist
dass eigentlich nur die Befestigungsanlagen, die Wehranlagen in Stein gemauert sind. Also hier die Umfassungsmauer und der Wohnturm. Alles andere ist in Holz errichtet. Einen Hinweis auf ein solches hölzernes Wohngebäude haben wir dank diesen beiden Abortschächten hier, die gemauert sind, außen an die Umfassungsmauer angefügt sind. Sie weisen darauf hin, dass innerhalb der Mauer ein hölzerner Wohntrakt gewesen sein muss. Und weil es 2 Aborterker sind, müssen wir davon ausgehen, dass es eben auch 2 Obergeschosse hatte, dieses Gebäude. Die Anlage hielt für die Forscher noch weitere Überraschungen bereit, welche so nicht erwartet werden konnten. Wir stehen hier quasi auf den Überresten eines hochmittelalterlichen Schwitzbades auf der Heizanlage, die sich ziemlich genau unter mir befand, bestehend aus einem Zugang, der da in die Tiefe führte, eine kleine Treppe und dann in einem Feuerraum mündete. Dort konnte man einheizen. Darüber muss man sich einen Haufen Quarzsteine vorstellen, Bollensteine, die durch das Feuer erhitzt wurden, die Hitze speicherten und die man dann mit Wasser übergießen konnte und so das Dampfbad quasi erzeugte. Auch dieser Befund hier, dieses Schwitzbad, zeigt, dass der Holzbau hier im Burghof, dass es nicht einfach eine einfache Hütte war, sondern das war eine Art Palast, ein Holzpalast. Eine große Anzahl entdeckter Hitzesteine in der Ostecke des Turmes weist zudem darauf hin, dass sich dort in einem der Obergeschosse eine weitere Schwitzkammer befunden hat. Mit dem Pferdestall gab es vermutlich ein weiteres Gebäude auf dem Areal. Dieses bestand ebenfalls ausschließlich aus Holz. Die Burg wurde durch die Toranlage gleich neben dem Wohnturm betreten. Diese bestand zuerst nur aus einem äußeren Tor. Etwas später errichtete man ein zusätzliches inneres Tor. Und so entstand ein Torhaus. In einem dritten Schritt mauerte man das äußere Tor zu und verlegte den Eingang, vermutlich über den Steilhang, an die Außenseite. Das ganze Burgareal von rund 35 Metern Länge und 11 bis 21 Metern Breite war von einer Umfassungsmauer umgeben. Diese schließt direkt an den Turm und das Torhaus an. Die Rekonstruktion von Joe Rohrer vermittelt einen Eindruck davon, wie die Burganlage zu ihrer Blütezeit ausgesehen hat. Doch wie sah es auf dem Speiseplan der hier residierenden Adelsfamilie eigentlich aus? Bei den Grabungen wurden diverse Hinweise gefunden, welche Rückschlüsse auf die Ernährung der Burgbewohner zulassen. Die Ernährung basiert im Mittelalter hauptsächlich auf pflanzlicher Nahrung, also Getreide, Früchte, Gemüse und so weiter. Der große Unterschied zu denen da unten im Tal ist, dass die Leute hier oben, diese Adelsfamilie und ihre Entourage, dass die auch sehr viel Fleisch konsumiert hat. Und zwar sehr qualitätvolles Fleisch, das hat die Analyse der Tierknochen ergeben. Ganz junge Schweine, junge Rinder, junge Schafe, alles in bester Qualität wurde hier heraufgeschafft und hier konsumiert. Daneben gibt es recht viel Jagdwild, es gibt Hirsch, es gibt Rehe, es gibt auch viele Wildvögel, die verzehrt wurden, es gibt auch Fische, die man aus den umliegenden Gewässern gefangen hat. Darüber hinaus wurden auch Überreste von Heringen gefunden. Diese mussten von weit her im Norden importiert worden sein. Ein damals wohl ziemlich kostspieliger kulinarischer Genuss.
Wie die Fische, welche eingesalzen sein mussten, auf den Altenberg kamen, bleibt ein Rätsel. Der weiträumige Vertrieb bis an den Oberrhein durch die Hanse fand erst ab dem 13. Jahrhundert statt. Diese Erkenntnisse sind jedoch nur die Spitze des Eisbergs. Denn die Ausgrabungen auf dem Altenberg förderten eine Vielzahl an Funden zutage. Darunter auch einige ziemlich außergewöhnliche. Ja, der Umstand, dass man diese Burg relativ schnell wieder vergessen hat, führte dazu, dass es hier recht viele archäologische Funde gibt. Es gibt zum Beispiel schon nur Keramik, es gibt etwa 270 Gefäßindividuen, die wir hier ausmachen konnten, zum Teil komplett rekonstruierbare Töpfe. Dann gibt es wertvolle Waffenfunde von hier oben, zum Beispiel einen Schildbuckel aus Kupfer vergoldet, der einen Schild, den Mittelteil eines Schildes zierte, ein Stück eines Armbrustabzugbügels, also der Abzugbügel der Armbrust, das ist einer der ältesten Nachweise der Armbrust in der Schweiz. Dann gibt es einige Funde, die vom Freizeitvergnügen dieser Leute hier oben zeugen, beispielsweise einen Spielbrettbeschlag eines Backgammon-Spiels aus Hirschgeweih kunstvoll geschnitzt und auch einen Spielstein des Backgammon-Spiels mit einem geschnitzten Drachen. Auf der Burg wurde auch gelesen, wie diese seltene Buchschließe nahelegt. Verteilt über das Burggelände fand man Silbermünzen aus dem 11. Jahrhundert. Diese stammen aus Basler Prägestätten. Interessant ist auch das Reitzubehör. Darunter befinden sich unter anderem ein Mondanhänger, der wohl Teil eines Pferdegeschirrs war, 2 verzierte mutmaßliche Sattelbeschläge sowie eine Spornschnalle. Alle Objekte bestehen aus vergoldetem Kupfer. Außerdem fand man auch einen silberplattierten, vergoldeten Reitersporn. Auch verschiedene Schmuckstücke wurden geborgen. Unter anderem ein paar kunstvoll gefertigte Ohrringe aus Messing, wovon der eine leider stark fragmentiert ist, ein Fingerring aus Bronze mit feinem Kerbdekor und 2 weitere Ringe aus Glas. Aus dem Bereich Körperpflege kam ein verzierter Kamm aus Hirschgeweih ans Tageslicht. Von weitreichendem Handel zeugen beispielsweise die Artefakte von Glasgeschirr. Es handelt sich dabei um Fragmente kobaltblauer Gläser und einer Schale aus violettem Glas. Aus dem Alltag erzählen Werkzeuge, wie beispielsweise eine Schere. Die Ausstattung der Anlage und das Fundgut legen nahe, dass es sich bei den Besitzern der Burg auf dem Altenberg um eine sehr wohlhabende Familie gehandelt haben muss. Im Anschluss an die Ausgrabungen wurde der größte Teil der Mauerzüge restauriert und gesichert. Bei einigen, wie den Überresten der Heizanlage, entschied man jedoch, diese wieder mit Erde zu bedecken, um sie besser zu schützen. 1987 wurde die Burgruine dann für die Öffentlichkeit freigegeben und dient seither als Ausflugsziel. Ja, zum einen ist es natürlich eine wichtige kulturhistorische Stätte hier. Es ist quasi eine Schlüsselfundstelle für die Mittelalter- und Burgenarchäologie in der Schweiz. Andererseits ist es aber auch ein wunderbar lauschiger Ort. Es gibt hier wunderbare Picknickplätze, wie wir hier gerade sehen. Und es gibt oben auf der Burg eine wunderbar schöne Aussicht ins Rheintal, in den Jura hinein und bis in den Schwarzwald.
Weitblick war bestimmt ein Faktor für die Wahl des Bauplatzes. Doch aus welchen Beweggründen wurde die Burg auf dem Altenberg erbaut? Nach dem Niedergang der Römerstadt Augusta Raurica und vor dem Aufstieg Basels zur mittelalterlichen Metropole gab es kein klares Zentrum in der Region. Es wird deshalb vermutet, dass damit ein neuer Herrschaftsmittelpunkt geschaffen werden sollte. Doch wer ließ die Wehranlage errichten? Wer die Burg erbaute, wissen wir nicht. Es gibt keine schriftlichen Nachrichten, weder zu dieser Anlage noch zur politischen Konstellation hier in der unmittelbaren Umgebung in dieser Zeit. Aber es gibt natürlich Vermutungen. Es ist klar, dass eine so frühe Adelsburg eigentlich nur aus der Entourage des Hochadels entstehen konnte. Und wir vermuten, dass ein Zusammenhang besteht mit den Grafen von Rheinfelden. Das ist ein ganz frühes, sehr wichtiges Herrschaftsgeschlecht hier in der Region, das unter anderem mit Rudolf von Rheinfelden den Gegenkönig im Investiturstreit gestellt hat. Und das Ende der Burganlage im späten 11. Jahrhundert könnte eben damit zusammenhängen, dass dieses Haus der Rheinfelder in dieser Zeit untergegangen ist. Könnte der Besitzer also zum engsten Vertrautenkreis von Rudolf von Rheinfelden gehört haben? Der in Bezug zur Zeit hohe Standard und die teils außergewöhnlichen Funde lassen jedenfalls vermuten, dass hier jemand wohnte, der vermögend war und Einfluss besaß. Warum der Ort verlassen wurde, ist bisher nicht restlos geklärt. Zum jetzigen Zeitpunkt wird jedoch davon ausgegangen, dass man die Anlage aus unbekannten Gründen geordnet ausgeräumt hat und dem Zerfall überließ. Vielleicht werden zukünftige Forschungen mehr Licht in die Geschichte der Burg und ihres Untergangs bringen. Wir werden es sehen.